Frau Hurtig, Sie machten im Laufe Ihres Lebens verschiedene spirituelle Erfahrungen. Sie haben auch seit Ihrer Kindheit eine Erinnerung an vorgeburtliche Begebenheiten. Können Sie erzählen, was Sie da erlebt haben? Kann mich halt erinnern, wo ich im Kindergarten war. Wahrscheinlich war ich dann so 3 oder 4. Das waren verschiedene Elemente in der Erinnerung. Habe ich noch eine Erinnerung, wie ich irgendwie als in so einem Lichtkörper, die aber wie so eine Kindgestalt war, durch so Straßen aus Licht gelaufen bin. Und dass ich mich gefreut habe, irgendwie zu sehen, so, oh, ich habe es ja geschafft, ich bin Licht. Und dass da dann irgendwie wie von oben her wie so so ein Satz kam wie, ja, stimmt, du hast es geschafft oder du bist Licht, aber das war auch zu einfach. Also dass du warst, also so vom Gefühl her, wie, dass ich ja wie zu jung gestorben bin und gar nicht viel erlebt hätte und dass es da einfach ist, unschuldig zu bleiben oder nicht, da ist man noch nicht in Berührung gekommen mit echten Problemen und so, die einen herausfordern und dass es dazu auch einfach ist, also nach dem Tod Licht zu werden oder so. Und dass ich trotzdem wieder auf die Erde zurück muss. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich so einen Widerwillen hatte, irgendwie gegen die Erde oder irgendwie wieder, ja, so normales Leben zu haben oder dass ich einfach da bleiben wollte, dass ich halt, genau, dass ich irgendwie gesagt habe, ich will nicht. Und dann hieß es ja, okay, du musst nicht oder du kannst auch hier bleiben, aber du wirst irgendwann von selber wollen. Das wird dir nicht mehr reichen irgendwann. Und dann habe ich mich erstmal gefreut und dachte, ja, dann bleibe ich hier. Und so, ja, dann bin ich da, wie gesagt, halt so rumgelaufen und habe gesehen, wie da also überall eher größere Lichtkörper rumgelaufen sind, also die erwachsen ausgesehen haben und wo ich die auch bewundert habe. Also irgendwie fand ich die total schön und auch in den Augen war so was wie, weiß nicht, Mitgefühl, was wie Weisheit und so und irgendwie dachte ich immer so wie, also ich konnte die aber nicht fragen, man konnte irgendwie nicht richtig miteinander reden. Ich habe nur die Blicke gesehen und dachte irgendwie, die müssen irgendwas erlebt haben, was ich nicht erlebt habe, also irgendwas, was die so groß werden lassen hat oder auch so weise und so, dass ich gedacht habe, so, das irgendwie interessiert es mich halt doch, was da ist. Also was ich noch nicht erlebt habe, was ich noch erleben sollte oder so. Ähm, genau. Aber es war alles nicht so im komplexen Gedanken wie jetzt so, sondern es war alles wie so ein Gefühl eher. Also, dass ich das alles wie in einem Gefühl gespürt habe. Und dann in dem Moment, wo ich dann für mich entschieden habe, doch, ich gehe doch wieder auf die Erde zurück, hat es halt plopp gemacht und dann war ich vor diesem äh, ganz riesigen Lichtball. So, ja. Und dann habe ich halt da nochmal gesagt, so ja, will jetzt halt doch wieder auf die Erde und dann mache ich das halt so nach dem Motto. Genau, und was da auch interessant war in Erinnerung, dass ich eigentlich wie von oben auf diesen kindlichen Lichtkörper geguckt habe. Also dass es nicht so ist, wie dass man von innen, wie halt jetzt irgendwie aus dem Körper rausguckt, sondern dass man eher von oben diesen Körper sieht und aber irgendwie weiß, das ist meiner irgendwie und man sieht den reden und so und das ist trotzdem ich, der da redet oder genau. Und dann habe ich eben das da so gesagt, wie dass ich, was ich auch noch irgendwie mich erinnere, ist, dass ich dann so diesen Moment, wo ich überhaupt diesen Lichtball gesehen habe, auch so eine totale Dankbarkeit hatte, den sehen zu dürfen oder so wie, boah, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt Gott nenne oder ob das wie der Engel ist oder der spirituelle Begleiter oder was das irgendwie genau für ein Wesen ist. Aber irgendwie war das Gefühl, das ist was enorm Großes und Wertvolles und dass ich total, also wie demütig geworden bin, vor dem, also stehen zu dürfen und mit dem reden zu dürfen. Ähm, und genau, und dann halt das so mit dem besprochen habe, dass ich halt dann schon zurück gehe, aber dass ich
dass ich halt dann in eine Familie kommen will, die ein bisschen mehr Geld hat und aber auch nicht zu viel und dass ich Kontakt zur Spiritualität, egal welcher Form, aber Hauptsache ich habe Zugang dazu haben will, und dass ich mich erinnern will, wer ich bin. Das war genau. Dann haben Sie quasi Bedingungen gestellt. Ja, genau. So kam es. Wirklich wie so ein kleines Kind, das davor steht und so vor sich hin plaudert und plappert und sagt, ja, dann mache ich das halt so, aber dann will ich das und das und das irgendwie. Kann man das so zusammenfassend so formulieren, dass Sie vorher schon gelebt haben, dass Sie früh als Kind gestorben sind und dass Sie relativ schnell dann wieder inkarniert worden sind? Könnte man das so formulieren? Ja, das ist jetzt halt so im Nachhinein meine Interpretation, weil ich habe jetzt keine konkreten bildhaften Erinnerungen an einem früheren Leben. Aber aus dieser Erinnerung in dieser Zwischenzeit, daher, also dass da wie dieses kommuniziert wurde, wie das, ich wäre ja zu früh gestorben oder ich habe ja nicht genug Erfahrung gesammelt oder und auch irgendwie wie so ein Gefühl, wie ich muss irgendwie in einer Armut gelebt haben irgendwie und dass ich da wie dran gestorben wäre oder so. Also war so die Interpretation oder so ein Gefühl, aber so wirklich kann jetzt nicht sagen, das wäre so eine richtige Erinnerung daran oder so. Sie hatten als Kleinkind diese Erinnerung, aber es ist in einem gewissen Sinne erstaunlich, dass Sie diese Erinnerung bis heute behalten haben. Können Sie da eine Erklärung dazu geben? Ja, also ich kann mich halt auch erinnern, dass ich irgendwie das Gefühl hatte damals, dass es nicht gut oder nicht klug ist, mit meinen Eltern darüber zu reden, weil die irgendwie, also ich kann mich da auch so dunkel erinnern, dass die mir erklärt haben, man kann sich nicht erinnern an Dinge, die, bevor man 3 Jahre alt ist. Und dass ich dann irgendwie gedacht habe, so, wenn das für die Realität ist, dann kann ich mit denen auch nicht über sowas reden. Oder die würden mich für verrückt erklären oder einfach sagen, ja, ja, das war halt ein Traum oder so. Und dann habe ich gedacht, das wäre mir das fände ich zu, weiß nicht, hätte mich irgendwie verletzt, irgendwie zu hören, dass die sagen, das ist nur ein Traum, dann wollte ich das gar nicht erzählen. So. Und dann bin ich schon irgendwie in der Jugend mehrere so Stadien durchlaufen, wo ich auch mal das für mich ganz verworfen habe. Also dann war ich wie in der Pubertät und habe irgendwie auch alles wie Gott und alles wie verworfen, gedacht, das gibt's nicht und war auch so ein bisschen anti eingestellt gegenüber irgendwie, keine Ahnung, Christen und Gläubigen und habe dann auch selber gedacht, das wäre vielleicht einfach nur also das habe ich mir nur eingebildet oder so. Also und dann kam das halt wieder zurück alles. Also irgendwie einmal dadurch, dass mein Vater gestorben ist und dann hatte ich halt diese Begegnung mit meinem Vater. Ähm, und danach mein Studium, also dass ich da irgendwie so im Erwachsenenalter, im jungen Erwachsenenalter wieder viel in diese Spiritualität zurückgekommen bin. Auch Meditationen, also ganz verschiedene Sachen und da immer mehr einfach, ja, oder jetzt auch immer mehr das so höre, wie andere davon erzählen, dass sie auch solche Erfahrungen haben oder dass der tatsächlich auch dann ähnlich beschrieben wird, wie das, was ich erfahren habe. Also dass das alles wie einen Namen bekommt und dann denke ich mir, wenn andere so ähnliche Dinge auch erfahren, kann es ja nicht einfach nur irgendwie ein Traum gewesen sein, sondern da haben ja wirklich Elemente, die zusammenpassen, die andere auch erzählen. Und jetzt kommt es halt immer mehr zurück daran zu glauben, dass das halt wirklich war. Frau Hurtig, im Alter von 14 Jahren erlebten Sie auch noch eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Also ich hatte halt immer so starke Schmerzen, wenn ich meine Menstruation hatte. Und dass ich da schon öfter so schwummrig im Kopf geworden bin vor Schmerz. Und an dem Tag war es halt so, dass wir noch vorher in der Schule Sport gemacht haben. Und da sind wir extra, also zu einem anderen Gebäude gelaufen. Und da war ich dann halt schon körperlich verausgabt. Dann bin ich mit 2 Freundinnen zurückgelaufen und das ging halt einen steilen Berg hoch und das war dann nochmal noch mal körperlich anstrengend und da konnte ich dann nicht mehr. Da habe ich mich dann auf den Stein gesetzt und die 2 mussten halt warten.
Und da, also die haben miteinander einfach geredet irgendwie und haben das gar nicht gemerkt, wie ich da plötzlich, also innerlich gemerkt habe, wie ich so schwach werde, dass es sich angefühlt hat, als ob irgendwie 1000 Fäden, also wie Bewusstseinsfäden oder keine Ahnung, oder von der Seele oder was das für Fäden sind, wie sich so wie ablösen und wie weggleiten nach oben hin. Und dass ich da auch gemerkt habe, dass ich da wie so eine Art, so wie ein krampfhaftes Ich will das festhalten hatte, wie das darf ich doch jetzt nicht zulassen, ich kann doch jetzt hier nicht einfach umkippen, oder auch so eine Angst, wie kann ich denn dabei sterben irgendwie. Und dann aber war auch irgendwie so natürlich irgendwie so so ein Gedanke oder ein Wissen, dass das ja nicht sein kann, also dass man ja allein von Menstruationsschmerzen nicht sterben kann, weil ich ja nicht wirklich irgendwie verletzt bin. Und dass es ja höchstens so sein kann, dass ich ohnmächtig werde und dann aber ja wieder aufwache, sobald der Körper wieder, denen es wieder besser geht. Aber trotzdem wollte ich auch vor diesen Freundinnen einfach nicht so umkippen. Und da habe ich halt so versucht, diese Fäden so wie festzuhalten. Und das war eigentlich so das Leidvolle daran, also dieses Krampfhafte. Und genau, dann ging es aber ganz schnell, dass es einfach weg war und ich aus diesem Körper draußen war oder einfach weg. Also das war einfach wie ein Übergang, wo ich plötzlich einfach nicht mehr in diesem Körper war. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Das war wie, als ob ich wie in einfach einem leeren Raum, aber voller irgendwie, also Geborgenheit war, also da war kein Problem, es war auch kein Schmerz und auch irgendwie, dass ich auch keine Bewegung, also wie als ob ich auf wie in dieser Sphäre der Erde geblieben bin und nicht irgendwie weggekommen bin von dieser Erde irgendwie also, wie soll ich das beschreiben? Haben Sie Ihren Körper von außen gesehen? Nee, den habe ich eben nicht von außen gesehen, sondern es war einfach wie, als ob der einfach weg war. Also ich war einfach weg vom Körper oder der war auch nicht mehr in meinem Bewusstsein drin, dass da irgendwie was wie Körper war oder so, sondern es war einfach wie ein ausgedehnter, weiter Raum und irgendwie so das Gefühl, wie dieser Raum befindet sich auf der Erde, also, oder im Umfeld der Erde oder so. Und dass ich halt auch irgendwie nicht wegtransportiert werde, weil ich ja nicht sterbe, so, sondern dass ich nur wie warte, wie in einem Art Warteraum bin oder so, um halt wieder zurückzukommen. Wie erleben Sie die Rückkehr in Ihren Körper? Das war kein Reinkommen, sondern es war einfach wie, als ob eine Seite sich umblättert und ich wieder einfach in diesem körperlichen Sein war und wieder Schmerzen hatte und wieder so diesen Schwindel, wie sagt man, diesen Schwindel hatte. Und dass ich auf dem Boden lag und irgendwie mich auch geschämt habe vor diesen Freundinnen. Und deswegen bin ich sofort aufgestanden, obwohl es mir so schlecht ging, habe ich irgendwie einfach mich total zusammengerissen und bin wieder aufgestanden und habe halt gefragt, irgendwie, was passiert ist und wie lange ich denn da schon liege. Und dann haben die gesagt, eigentlich gar nicht, du bist nur vom Stein umgekippt und eigentlich bist du gerade auch wieder aufgestanden. Also die haben das gar nicht mitbekommen. Also und für mich war das das ist ja unglaublich, weil für mich war das wie eine Ewigkeit oder also ich habe gedacht, so wenn die gesagt haben, ich bin jetzt da eine Woche gelegen, hätte ich das halt auch geglaubt, weil ich ja so wie gefühlt eine ganz lange Erfahrung irgendwie in dieser Zeit hatte, wo ich anscheinend nur kurz umgefallen bin. Also eine Sekunde oder so muss das gewesen sein. Und ja, also für mich hat es sich angefühlt wie Tage, Wochen oder so. Sie haben vorhin noch erwähnt, dass Sie eine Begegnung mit Ihrem verstorbenen Vater hatten. Können Sie davon noch berichten? War, wo ich eben 19 war, dass der plötzlich verstorben ist. Man weiß es eigentlich nicht, aber wahrscheinlich Aneurysma oder Herzinfarkt, also plötzlich das war sogar einen Tag vor seinem Geburtstag, also vor seinem 53. Geburtstag. Da war ich in einem Studentenwohnheim geholt worden von Nachbarn und hingekommen. Ist mein Vater abgeholt worden vom Bestattungsinstitut und danach haben wir dann gewusst, also waren wir halt so hilflos und so traumatisiert auch irgendwie, dass wir
gesagt haben, so, wir können jetzt eh nichts tun, wir gehen jetzt eine Runde spazieren und dass ich dann mit meiner Mutter und meinen Brüdern so spazieren war und die ganze Zeit so wie die Frage war, so, wo ist er denn jetzt? Und ich irgendwie immer so wie laut auch zu denen gesagt habe, geht's ihm denn jetzt gut? Und ja, eben, wo ist er denn jetzt? So immer wieder gefragt habe und irgendwie auch dieses Gefühl hatte, wie er könnte das hören oder so. Da war auch noch eine Sache, wo ich dann auch noch später, wo wir wieder zu Hause waren, wollte ich in den Keller gehen, um was zu holen. Und wo ich dann irgendwie so wie in Gedanken immer wieder gesagt habe, bitte, falls du jetzt irgendwie hier als Geist irgendwo rumschwirrst, erscheine mir nicht, weil ich habe gerade total Angst irgendwie davor, dich zu sehen oder ich weiß jetzt gar nicht, wie das dann aussieht und so. Und dann war da auch nichts. Genau, dann bin ich aber nachts dann oder abends im Bett, so vom Einschlafen. Oder das war dann halt beim Einschlafen. Ja, der Übergang von Wachzustand zu Schlafzustand, dass ich den halt bewusst dann mitbekommen habe, den ich ja sonst nicht so bewusst mitbekomme, aber da habe ich so bewusst mitbekommen, wie ich halt von diesem wachen Zustand irgendwie wie falle, plötzlich in so einen freien Fall komme und da dann plötzlich von der Bettkante her wie so ein Reinschnipsen kommt. Also und in dem Moment halt irgendwie von diesem Fallen rausgekommen bin, also rausgefallen in so einen anderen Raum oder so. Und da dann meinen Vater auch gesehen habe. Also, dass er dann da an der Bettkante gesessen war. Oder gesessen, das war ja kein körperlos, es war dann wieder diese Lichtgestalten, also wo ich wieder dran denken musste, wie das halt vor der Geburt diese Erinnerung war, dass er diese Lichtgestalt hatte und ich dann auch. Und er dann halt gesagt hat, komm mit. Also das ging alles ganz schnell und dass er dann losgeschwebt ist, so die Speichertreppe hoch. Und ich bin halt hinterher und kann mich halt schon erinnern, wie ich da ganz bewusst irgendwie über alles, wie mir das alles angeguckt habe und auch gestaunt habe, wie das alles aussieht und irgendwie das möglich ist und auch, dass ich gar keine Angst vor meinem Vater hatte, so, dass es alles gar nicht bedrohlich ist, sondern irgendwie eigentlich ganz schön und eben so lichthaft. Und dann waren wir da im Speicher oben und dann ist mir aufgefallen, dass der Raum, also der Speicherraum, eben ganz anders ausgesehen hat wie eigentlich. Und zwar hat mich das daran erinnert, an was ich meinem Vater öfter erzählt habe, als Kind vor allem hatte ich das oft, dass ich ihm irgendwie erzählt habe, wie ich mir das vorstelle, so ein Gotteshaus. Und zwar habe ich mir das immer so vorgestellt wie so ein ganz schlichtes Holzhaus, das eigentlich ganz klein ist und eigentlich auch nichts drin hat, weil man das gar nicht braucht. Und weil die ganzen schönen Seelen da einfach drin sind und dadurch so eine Wärme erzeugen, dass das dadurch ganz schön wird. So. Und dass man dass man da keinen Glitzer, also nichts, keine wertvollen Gegenstände braucht oder so. Und das einfach nur ein schlichtes kleines Holzhaus ist. Und irgendwie war halt dann dieser Speicher plötzlich genau so aufgebaut, wie ich ihm das halt immer beschrieben habe. Also auch so ein schlichtes Holz und dann war so ein Holzschemel irgendwie also 2 so Stühle auf dem Boden und ein kleiner Tisch mit einer Kerze drauf. Und ich habe halt mich sofort daran erinnert und auch so das Gefühl gehabt, das wurde absichtlich so wie eine Illusion von sowas erzeugt oder erstellt oder so, damit ich mich sofort wohlfühle und weiß, wo ich bin irgendwie. Dann hat mein Vater zu mir gesagt, setz dich da auf den Stuhl. Und dann haben wir uns da halt hingesetzt, so zum Schein hingesetzt, obwohl wir keinen körperlichen Körper hatten. Genau, dann hat er gesagt, so, ich durfte dich noch mal sehen. Und da habe ich dann auch wieder so mir so Fragen gestellt, wieso also wer hat es ihm erlaubt und wer ist es, der sagt, er darf das jetzt irgendwie? Und ja, auf jeden Fall hat er gesagt, er durfte mich nochmal sehen, um mir zu zeigen, er lebt und es geht ihm gut. Also war das quasi die Antwort auf die Frage, die ich ja tagsüber die ganze Zeit gestellt habe, also meiner Mutter gegenüber und so.
Genau, und dann habe ich ihm noch gesagt, so ja, aber ich habe das doch alles ganz genau mitbekommen. Ich habe das gemerkt, wie ich da vom Schlaf da raus aus dem Körper bin und weiß, dass mein Körper unten liegt und schläft. Und wie kann ich wissen, dass das jetzt nicht nur ein Traum ist? Und da hat er einfach mich so ganz ernst angeguckt und halt gesagt so, ja schau, das ist jetzt und hier und jetzt siehst du mich und du bist da und ich bin jetzt da und wir sehen uns und und du siehst mich. Und ist das nicht Beweis genug, dass das jetzt existiert? So. Und in dem Moment habe ich gesagt, ja, das ist irgendwie, ich kann da jetzt nichts dagegen sagen irgendwie. Also ja, irgendwie ist das zu echt gerade und ich sehe das ja jetzt gerade so. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, also das jetzt wegzuwerfen mit einem Gedanken, das ist vielleicht nicht real, ist jetzt einfach, wäre zu blöd. Also wenn ich das jetzt nicht einfach ausnutze, dass ich ihn nochmal sehen darf und das als real annehme, dann verschenke ich ja wirklich so einen Moment, dass ich das halt einfach akzeptiert habe irgendwie. Und dann sind wir einfach nur noch da gesessen und haben, genau, das war wie eine Umarmung und das war auch irgendwie interessant, dass das ohne Körper, aber nur mit diesem Lichtkörper die Umarmung dann so geht, dass man sich so ineinander reinsetzt, sodass sich die Lichtkörper überschneiden und man sich auf die Weise berührt. Und dann sind wir eigentlich so da gesessen die ganze Zeit und haben einfach nur in unseren Lichtkörpern gesessen und uns noch wie umarmt. Und ich wusste irgendwie, er hat keine Eile, er darf so lange bleiben, wie ich brauche. Und das Einzige, was diese Zeit begrenzt, ist, dass mein Körper wach wird. Und dass irgendwie in dem Moment, wo mein Körper wach wird, werde ich automatisch wieder da sein. Oder auch weg aus diesem Moment sein und wollte eigentlich, dass es ewig bleibt und gar nicht aufhört und dachte immer so, hoffentlich wacht mein Körper nicht mehr auf. Aber ist dann halt doch passiert. Also dann bin ich doch aufgewacht und es war noch mitten in der Nacht eigentlich. Also die Nacht war noch nicht rum und ich konnte danach auch nicht mehr einschlafen, weil ich die ganze Zeit daran gedacht habe. Und habe auch auf jeden Fall irgendwie mir vorgenommen, das dann allen zu erzählen, weil das ist wie also für mich war das auch so eine reale Begegnung, dass ich gedacht habe, die müssen mir das glauben einfach, wenn ich das denen so erzähle. Genau, und am nächsten Morgen habe ich das dann auch gleich beim Frühstück erzählt. Und es war aber auch wieder so, ja, wie man es eigentlich erwarten könnte, dass so eigentlich alle gesagt haben, die glauben das nicht oder ja, das war halt ein schöner Traum oder so. Nur meine Tante, die halt auch ein bisschen mehr an so Sachen glaubt, die hat halt auch sofort gesagt, ja, das glaubt sie, so, dass das wirklich mein Vater war. Ja. Was für Auswirkungen hatten all diese besonderen Erlebnisse auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Ich habe auch überlegt, so, was könnte das auch mir sagen? Also wenn ich mich daran erinnern kann, auch an das Vorgeburtliche, dass ich wie so, warum musste ich wieder auf die Erde zurück? Und ich meine, das ist vielleicht das, wenn jeder wüsste, warum er auf der Erde ist, so, dann würde wahrscheinlich das ja schon einen großen Einfluss haben, wie man das Leben lebt oder wie man auch die Dinge, die man erlebt, bewertet oder was man daraus macht. Also ob man dann irgendwie bei Schwierigkeiten in eine Depression fällt oder ob man das als Herausforderung sieht oder denkt, aha, das wollte, keine Ahnung, Gott oder der Engel mir da zeigen und deswegen sollte ich halt wieder zurück, um das zu sehen. Und das ist schon das, was mir, glaube ich, jetzt immer wieder auch, also in schwierigen Momenten halt so kommt, ist, dass ich dann denke, ist es das, was ich durchmachen soll, um zu wachsen, um so zu werden wie diese großen Lichtkörper, die ich ja da so wo ich gedacht habe, ja, was haben die denn anders gemacht oder woher haben die ihre Weisheit bekommen oder so? Und ja, dass ich da ja dadurch, glaube ich, so Sachen oft einfach als Herausforderungen ansehe und denke, ja, da muss es irgendwie einen Weg geben, daraus eine Erkenntnis für mich oder ich muss da hinschauen, ich muss gucken, was will mir das sagen irgendwie oder wie kann man das durchdringen oder
wenn ich dann gestorben bin und dann halt wieder in diesem Lichtkörper bin und ich darauf zurückgucke, hat mir das irgendwas gelehrt, was ich halt in diesem Lichtkörper selber nicht hätte erfahren können. So. Könnte man sagen, dass Sie die Bedingungen, die Sie da als Kind diesem Licht gestellt haben, dass diese erfüllt worden sind? Ja, eben alle. Und ich glaube, das war das, wo ich auch als Kind ja so dran gedacht habe. Das war auch eins der Dinge, wo ich immer drüber nachgedacht habe, weil das ja wirklich alles gestimmt hat. Und das hat mir auch immer so eine Gänsehaut gegeben und auch dieses Gefühl dann, also das kann ja also irgendwie fast gar nicht wahr sein irgendwie. Also ich habe diese Erinnerung, dass ich diese Bedingungen gestellt habe und dann sind die tatsächlich alle in Erfüllung gegangen. Ich war in einer Familie, wo die Eltern Lehrer waren. Also meine Mutter lebt noch und ist berentet. Also das ist jetzt kein Reichtum, das sind jetzt nicht irgendwie die großen, keine Ahnung was, reichen Menschen, aber es ist halt genug Geld, um halt einfach zu leben irgendwie. Und also so, dass ich auch früh schon mein Vater mich irgendwie in die Kinderkirche gefahren hat und ich mir gewünscht habe, Zugang zur Spiritualität zu haben. Und dass ich da auch in der Kinderkirche, ich wollte dann von mir aus hin, meine Eltern wollten dann irgendwann gar nicht mehr mich hinfahren, weil sie gemerkt haben, wie mich das packt. Also ich bin da total aufgegangen irgendwie. Das hat mich total fasziniert, was ich da so gehört habe und die Lieder und ich habe auch irgendwie, wenn ich die Kirche betreten habe, immer dieses Licht gesehen irgendwie. Meine Augen haben geleuchtet. Also es konnten auch alle, also meine Mutter hat immer gesagt, oder auch mein Vater, dass die das sehen, wie meine Augen dann immer so leuchten. Aber denen hat das auch irgendwie Angst gemacht. Und dann haben die eher überlegt, ob sie mich halt da wieder rausholen aus dieser Kirche-Sache. Genau, aber ich hatte trotzdem dadurch irgendwie meinen Zugang zur Spiritualität bekommen. Also das war auf jeden Fall auch. Und die Erinnerung war halt immer noch da. Also eigentlich alle 3 Wünsche, die ich hatte, sind halt in Erfüllung gegangen. Und genau da habe ich auch immer gedacht, also wenn das alles real ist und das muss ja irgendwie auch real sein, sonst, also kann ich mich, dann muss ja irgendwie dieses Gottwesen oder dieses Engelswesen oder was das war, muss mich ja echt lieb haben irgendwie. Das muss ja echt irgendwie das Gut mit mir meinen. Ja. Sonst hätte er mir ja nicht alles gegeben, was ich mir da gewünscht habe. Frau Hortig, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.